Hallo liebe Zuschauer, wollt ihr die gute Nachricht hören oder die schlechte Nachricht zuerst? Ja, die gute Nachricht ist, so ein Kran war ja spitze. Ich habe dazu ja einen Film gemacht, verlinke ich mal hier oben. Ich hatte gehört, das sollte 3 Tage anhalten, aber im Endeffekt war es am 12., also der Vorabend zum Jahreswechsel. Da hat man gut gefeiert und ich auch mit meinem Freund Mirko. Und am 13. und danach, gestern, war gar nichts mehr. Ich habe mal hier über die Webcams geguckt, ob da jetzt wieder Wasserschlachten stattfinden. Da war also nichts. Da war also das Wasser verschossen quasi. Und war ja auch ein bisschen anstrengend gewesen. Ich bin so um 1 Uhr erst nach Hause gekommen. Wir hatten viel Spaß miteinander. äh, ich, Es war ein schönes Gefühl, also mit den ganzen Menschen, die man ja nicht kannte, zu spielen, mit dem Wasser eben halt, war also spitzenmäßig. Jetzt nehmen wir mal eine schlechte Nachricht. Schaut euch das Wetter mal hinter mir an. Das ist ein menschgemachtes Wetter. Den ganzen Dunst, den Qualm von Feuer ist also heute Morgen sehr extrem. Ich schätze, wir haben gerade eine Sicht von 3 Kilometer. Es fing gestern also schon an, da war es noch ein bisschen schlimmer. Ich hatte schon Kopfschmerzen und hier auf der Brust, ja, so eine Art Atemnot, ein ganz komisches Gefühl ist das. Also für diejenigen, die schon also mit den Bronchien, mit den Lungen zu tun haben, ist es absolut schlecht. Jetzt hier, man bekommt auch immer ein Hustengefühl. Hatte also das letzte Mal 2015 oder 2016, da hatten wir das auch schon mal. Da hatten die, ich habe damals in den Nachrichten immer gehört von Indonesien, die haben die Ölplantagen, die Palmplantagen da abgefackelt, die alten. Und das ist dann nach hier rübergezogen. Aber das ist nicht nur hier. Bekannte, die in Bangkok leben, die haben auch das Problem, dass also so viel Smog da ist. Und ich hatte gestern noch Kontakt mit Pitti, die ist in Kalassin bei ihren Eltern. Und die sagte auch, eine Katastrophe ist im Moment. Und da wird sie auch nichts dran ändern. Man kann also sagen, der April, März, da fing das ja schon an, April, die sind verqualmt, die sind einfach nur verqualmt. Und so nach Erfahrungen, was ich gehört habe, und das war auch damals 2015 oder 2016, so Ende April ist es dann zu Ende. So, jetzt kann man also sagen, wir haben einmal eine Regenzeit, wo ich selber ja abhaue. Das ist Anfang Dezember bin ich ja weg und Januar, da regnet es. Und dann eben halt März, April kann man sagen, da qualmt hier viel. Und das ist ja richtig gesundheitsschädlich. Und was ich denn nicht verstehe, dass man ja jetzt im Moment nicht, die qualmen trotzdem weiter ihren Scheiß weg, hier ihr Grünzeug und was sie sonst noch abfackeln. Das sehen die Thais so nicht, dass sie damit auch mit den kleinen Feuern das begünstigen, dass es einfach nicht besser wird. Katastrophe im Paradies. Ja, vor einiger Zeit habe ich ja mal erwähnt, dass ich über die Hospitals, über die Krankenhäuser einen Bericht machen möchte. Die Anschreiben sind schon lange raus. Bisher habe ich schriftlich noch keine Ankündigung bekommen, wann ich mal vorbeikommen kann. Ich habe nur von dem Thai International, da habe ich mit der Vizepräsidentin gesprochen vor einiger Zeit und die sagte mir, ich werde nochmal eingeladen nach Songkran, weil da alle Zimmer renoviert worden sind und da ist dann auch ein OP-Raum neu eingerichtet worden. Ich lasse mich mal überraschen, aber was durchgesickert ist, mündlich von allen eigentlich und auch vom Bangkok Hospital, und das ist so der Spitzenreiter hier bei uns auf unserer Insel, alles, was am Herzen gemacht werden muss, wird nicht hier gemacht. Entweder wird man nach Suratani gebracht, das ist hier auf dem Festland,
Oder man wird direkt nach Bangkok geflogen und da werden zum Beispiel Stents, Ballons oder auch Bypässe ja, operiert. Ansonsten wäre man hier sehr gut aufgestellt, vor allen Dingen Knochenbrüche, Wundbehandlung, alles das, was damit zu tun hat, wenn man mal einen Unfall hat, gerade mit den Rollern. Man ist ja hier leicht bekleidet unterwegs, man hat ja keine Lederkombi an, bei über 30 Grad. Da sind die natürlich sehr gut aufgestellt, auch Gelenkoperationen habe ich gehört, kann man also hier ohne weiteres machen. Aber wie gesagt, ich denke ja mehr an die älteren Herren und Damen, wenn man mal was am Herzen hat. Das wird also hier nicht gemacht. Damit ist verbunden die Flugzeit bis nach Bangkok. Ich glaube, 1 Stunde ist das mit dem Hubschrauber. Da muss man also durchhalten, ansonsten hat man also verloren. Ja. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, zum Thema Frauen in meinem Leben. Ich bin jetzt seit Anfang September Single, habe einige nette Frauen kennenlernen dürfen. Die meisten natürlich über Apps im Internet. Ich muss sagen, ich war angenehm überrascht, wenn man klarstellt, was man sich wünscht. Aber es war bisher noch niemand dabei, wo ich sagte, ja, da habe ich mein Herz verloren. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich Anna, meine erste Frau, hier kennengelernt habe. Da habe ich mich sofort drin verliebt, oder Pitti genauso. Da habe ich mich drin verliebt. Und dieses Gefühl ist noch nicht da gewesen. Und ich glaube, man braucht dieses, um ja auch eine Bindung einzugehen. Jedenfalls ich. Und wie gesagt, das ist noch nicht. Heute habe ich auch wieder ein Date, ja. Ich gehe mit der jungen Dame einkaufen. Das ist immer schön, also man hat immer neue Gesichter vor sich, neue Unterhaltungen, das macht mir also auch Spaß, neue Menschen kennenzulernen, die auch einen Partner suchen und ja, und ist bis jetzt noch nicht die richtige dabei gewesen. So, das soll es gewesen sein von Samui. Wettermäßig also sehr bescheiden. Wir haben keinen Wellengang. Die Sonne kommt durch. Ich schätze, die Qualmschicht ist nur ein paar 100 Meter dick. Und wenn die Sonne, die steht ja hier jetzt bei uns senkrecht schon fast. Und dann kommt die natürlich da durch. Und man kann auch bei dem Mistwetter hier einen ganz kräftigen Sonnenbrand bekommen. Das war's denn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.